meinem Kanal und all meine kleinen und großen Fans, seid herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal gibt es keine große aufwendige Konstruktion, sondern ich möchte ein paar Hände basteln, die ich in dem Fall zum Beispiel auch vorne bei dem schwebenden Geist benötige. Aber deswegen habe ich mich entschlossen, davon ein eigenes kleines Video zu machen. Folgende Materialien benötigen wir. Ein paar alte, ausrangierte Gartenhandschuhe. Das können auch Stoffhandschuhe sein. Nehmt bitte keine Latex- oder Silikonhandschuhe oder Gummihandschuhe. Die sind dafür nicht geeignet. Besser ist etwas, wo Stoff verarbeitet ist. Das Ganze soll etwas langlebiger sein. Also wir brauchen ein paar Handschuhe. Dann brauchen wir Elektroinstallationsrohr, 25 mm Durchmesser, 2 Stücke à 15 cm. Ich verwende nachher zum Auspolstern Restposten, Reststücke von meinen Rohrinstallationen, von meinen Rohrisolierungen. Also das ist sowas Ähnliches auch wie Poolnoodles, falls jemand das von euch kennt. Man kann da aber auch andere Sachen für nehmen. Man könnte jetzt auch Pfeifenreiniger nehmen. Man könnte Schaschlikspieße nehmen, kleine Holzspieße könnte man nehmen. Man kann aber auch einfach zusammengeknolltes Papier nehmen oder ein bisschen Pappe. Im Prinzip all das, was vorhanden ist, was man zum Aufpolstern der Finger gebrauchen kann. Wichtig ist, nehmt kein Zewa, nehmt keine Tempotaschentücher oder keine Stoffreste, weil das Ganze, das werdet ihr dann später im Video sehen, wir müssen es noch etwas formen können. Ich nehme für meine Sachen hier den Schaum. Er ist leicht, er lässt sich prima schneiden und er lässt sich gut kleben. So, dann benötigen wir, ich habe das jetzt im Vorfeld gemacht, aber wir benötigen auch ein Werkzeug, um die Rohre zu schneiden. Man kann es natürlich, also ich verwende jetzt die Schere. Das ist eine spezielle Schere dafür, um die Rohre zu kürzen. Man könnte das Ganze jetzt auch mit einem scharfen Cuttermesser machen. Man könnte es mit einer kleinen Eisensäge machen. Wichtig ist nur, das Ganze darf nicht zu grob sein. Es muss etwas feiner sein, damit die Rohre am Ende nicht so ausfransen. Sollten sie ausfransen, dann muss man sie eben mit ein bisschen Schmirgelpapier abschmirgeln. Dann benötigen wir Latex. Immer das gleiche Latex, was ich verwende. Latex 60% Feststoff, wenig Ammoniak und das Ganze in dickflüssig, damit wir nicht so viele Schichten auftragen müssen. Dann benötigen wir einen Pinsel, wir benötigen einen kleinen Spachtel, wir benötigen eine Schere und ich habe schon mal was vorbereitet. Wenn man jetzt zum Beispiel hier wie ich die Gartenhandschuhe nimmt, ich habe das jetzt schon mal vorbereitet, das Ganze schön flach ausarbeiten. Das heißt, die ganzen Ränder habe ich hier mit Stecknadeln abgesteckt. Am Ende habe ich lauter kleine Klammern dran gemacht, einfach um das Ganze schön platt zu drücken. Jetzt werdet ihr auch gleich sehen, warum wir das so brauchen. Dann nehme ich mir eine Unterlage, damit ich den ganzen Tisch nicht so voll kleckere. Dann brauchen wir das Latex. Und dann tragen wir überall dort, wo hier, in dem Fall jetzt bei meinem Handschuh, der grüne Stoff ist, da tragen wir den Latex auf. Ich mache das mit einer Spachtel. Ich möchte nämlich einfach, dass die beiden Schichten sich miteinander verkleben. Und das ist mit dem Latex einfacher, als wenn ich da jetzt zum Beispiel Patexkleber einarbeiten würde. Dann wird das Ganze richtig schön eingearbeitet. Ganz immer so ein bisschen straff ziehen und festhalten, so dass das Latex durch den Stoff geht und sich mit der Schicht da unten drunter verbindet. Auch das müssen wir wieder in mehreren Arbeitsgängen machen. Ich denke mal, ich mache jetzt erstmal hier in der Mitte, dass ich da eine Grundhaftung bekomme. So. Das sollte schon mal reichen. Kann ich den zum Trocknen zur Seite legen. Dann haben wir den zweiten. Und da muss man nicht so sparsam sein. Richtig gut satt auftragen.
Das sollte für die erste Schicht reichen. Jetzt lege ich sie noch mal nebeneinander. Die lasse ich jetzt bis morgen trocknen. Und wenn das alles richtig schön ausgehärtet ist, dann geht es mit dem nächsten Arbeitsschritt weiter. Und weiter geht's zu dem nächsten Arbeitsschritt. Ich muss gestehen, gestern, wo ich dran gearbeitet habe, habe ich total vergessen, die Kamera einzuschalten. Das ist eine Sache, an die ich mich erst noch gewöhnen muss, wenn ich hier am Basteln bin, dass ich nebenbei die Kamera ja laufen lasse. Aber das ist nicht so schlimm. Ich kann euch trotzdem erklären, was ich gemacht habe. Ich hatte ja eingangs gesagt, ich nehme die Rohrisolierungen, schneide mir Stücke davon zurecht. Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe mir die Länge eines Fingers, von hier ungefähr 1 Zentimeter Länge, habe ich mir Basteldraht zugeschnitten. Das habe ich für alle 5 Finger gemacht. Dann habe ich den in die Mitte von dem Finger hingelegt und habe die Schaumstoffstücke auf der einen Seite mit Latex angepinselt, habe das Ganze trocknen lassen und dann habe ich die oben drauf gedrückt, den Draht mittig unten drunter gesetzt und im nächsten Schritt habe ich den Draht fixiert. Ich habe ihn einmal hier fixiert, da habe ich einfach ein Stückchen von dem Cheese Close mit drauf gemacht und hier hinten am Ende habe ich einfach Panzerband genommen, um es festzukleben, damit mir das nachher nicht verrutscht. Dann habe ich jetzt für den nächsten Arbeitsgang habe ich alles nochmal gründlich mit Latex eingepinselt, auch den Schaumstoff von allen Seiten schön eingepinselt, weil jetzt heißt es nämlich kleben. Was ich auch noch gemacht habe, ich habe die Rohrstücke. Ich habe hier die Mitte genommen, habe da die Länge des Rohres gemessen und den ganzen Bereich habe ich mit Latex eingepinselt. So, und jetzt kommt es an das Zusammendrücken. Ich habe hier die ganzen Ränder, die jetzt außen hier überstehen, die sind alle mit Latex eingepinselt. Auch der Schaumstoff hier ist eingepinselt. Und jetzt drücken wir ihn zusammen. Das ist das, wenn das zu dicht aneinander liegt. Das Latex, das klappt alles sofort zusammen. Ich glaube, das muss ich mit der Schere auseinanderschneiden. Jetzt kann ich das hier nämlich nicht zusammendrücken. Und wenn das an manchen Ecken nicht sofort richtig klebt, dann mache ich einfach für eine Weile eine Klammer dran. Und dann drückt das richtig schön zusammen. So eine halbe Stunde ungefähr. Das sollte dann ausreichend sein, damit die Spitzen vorne auch richtig schön zu sind. Jetzt setzen wir das Rohrstück in die Mitte. Und ziehen die Seiten hoch. Brauchen wir das gleich so ein bisschen. Nee, das klebt nicht so, wie ich das will. Das reicht aber auch schon. Wichtig ist, dass das hier hinten ich achte darauf, dass ich den Verschluss von dem Kabelbinder genau hier oben mittig auf dem Rohr habe. So, das sollte auf keinen Fall mehr aufgehen. Und jetzt füllen wir die Zwischenräume hier mit der wattierten Binde aus. Da mache ich mich jetzt für lauter Streifen. Kleine Stücke. Ich benutze das jetzt praktisch als Füllmaterial. So. Dann brauchen wir eine Pinzette. Legen wir mal dahin. Wir brauchen unser Latex. Wir brauchen die Spachtel. Und jetzt fange ich an, hier die ganzen Zwischenräume erstmal mit Latex einzustreichen. Schön, jetzt nehme ich die Pinzette und schiebe die Watte hier über, also die Polsterbinde
ist ja fast wie eine gepresste Watte. Ich schiebe das jetzt hier überall rein und fülle damit die ganzen Zwischenräume aus. Wieder ein bisschen Latex oben drauf. So, und da ja hier auf der einen Seite das Rohr offen ist, mache ich jetzt hier ein bisschen Latex dran. Dann setze ich einfach ein Stück der Polsterbinde da oben drauf. Ziehe das nach unten, damit ich das verschließe. Auch hier wieder noch Latex oben drauf, damit das auch richtig fest ist. Der Vorteil ist einfach bei dem dickflüssigen Latex, dass man das gut mit der Spachtel streichen kann. So, ich habe euch das jetzt gezeigt, wie ich das bei der einen Hand mache. Und bei der zweiten Hand, das mache ich jetzt ohne die Kamera. Und wir sehen uns dann in ein paar Sekunden wieder, wenn es um den nächsten Arbeitsschritt geht. So sind wir bei dem nächsten Arbeitsschritt angelangt. Die Innenhandfläche, die ist jetzt ausgepolstert. Das hatte ich euch ja gezeigt, wie das gemacht wird. Die Oberfläche hier, die ist noch nicht komplett ausgearbeitet mit Silikon, sondern nur unten drunter, aber die obersten Schichten sind jetzt langsam trocken. Komplett ausgehärtet ist es noch nicht, dafür hat die Nacht jetzt noch nicht ausgereicht, aber ich will euch zumindest schon mal den nächsten Arbeitsschritt zeigen. Werden die Finger mit Latex eingepinselt und dann werden von oben Polsterbinden aufgesetzt. Und zwar nur erstmal die eine Seite, dann wird das Ganze trocknen gelassen, dass es praktisch so aussieht, und dann wird der Innenbereich mit Latex eingepinselt und das Ganze wird zugemacht. Die Spitzen könnt ihr so zusammendrücken, ihr könnt sie auch drehen, ihr könnt sie auch abschneiden. Das ist jedem selbst überlassen. Ich drehe sie so ein bisschen und wenn sie mir ganz zu lang sind, dann kürze ich sie etwas mit der Schere. Das wird dann bei allen 5 Fingern gemacht. Und gleichzeitig, wenn die eine Seite gemacht wird, wird das andere hier auch alles mit Latex eingepinselt. Und zwar richtig schön satt und dick auftragen, damit wir eine schöne Oberflächenstruktur bekommen. Das ist also jetzt der Arbeitsschritt, dass die ganzen einzelnen Finger ausgearbeitet werden. Das habe ich an der zweiten Hand schon mal gemacht, um es euch jetzt gleich zeigen zu können. Das sieht dann so aus. Da ist das Latex jetzt noch nicht ganz trocken. Das ist also, hier komplett sind die Finger verkleidet. Dann ist die ganze Hand mit Latex eingepinselt worden. Zusätzlich habe ich noch, hier haben wir die Ecke gehabt, wo der Kabelbinder gewesen ist oder wo der Kabelbinder unten drunter ist, um das Ganze festzuhalten. Das habe ich jetzt 3-4 Mal mit Polsterbinder aufgefüllt. Ich habe in der Mitte ein kleines Loch gemacht und habe das dann alles schön aufeinander gesetzt, bis ich die richtige Höhe hatte, um den Kabelbinder abzudecken. Und zum Schluss habe ich einen längeren Streifen oben drauf gemacht. Und hier seht ihr schon langsam, ich hoffe, man kann es durch die Kamera erkennen, diese unterschiedlichen Oberflächenstrukturen. Und die sind nachher sehr wichtig, um eine schöne Einfärbung zu erreichen. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch das Wort schon mal Dry Brushing gehört hat. Das stammt aus dem Amerikanischen. Aber da wird ein trockener Pinsel mit ganz, ganz wenig Farbe benetzt und dann langsam drüber gezogen, damit man die schönen, feinen Strukturen ausarbeiten kann. Und so bekommt man schöne farbige Schattierungen hin. Das jetzt zu diesem Arbeitsschritt. Hier, wenn diese Hand trocken ist, dann verkleide ich noch komplett sozusagen das Handgelenk. Und dann lasse ich das alles richtig aushärten. Das ist der eine Schritt. Linke Seite vor dem Bekleben, rechte Seite nach dem Bekleben. Ich zeige das nochmal von beiden Seiten. Da kann man die Unterschiede ganz gut erkennen. Ich mache das jetzt so fertig und wir sehen uns gleich wieder. Und weiter geht's mit dem nächsten und in dem Moment jetzt auch letzten Arbeitsschritt an unseren Händen. Ich habe jetzt beide Hände komplett mit Latex bepinselt in der letzten Schicht oder die letzten 2 Schichten, die ich hier aufgetragen habe. Da habe ich Latex genommen und habe das mit zu 50%, also
halbe halbe, hier mit einer Acrylfarbe gemischt. Man muss nicht Acrylfarbe nehmen, man kann auch Latexfärbermittel nehmen. Wichtig ist noch, wenn man mit dem Latex arbeitet, es gibt natürlich unterschiedliche Farben. Ich habe am Anfang hier gearbeitet mit der Standardfarbe, das ist semi-transparent. Und nachher, wo ich die Farbe hier mit beigemischt habe, habe ich weißes Latex genommen. Das ist also vom Kauf her schon in weiß eingefärbt, damit man den Farbton besser sieht. Würde ich das jetzt mit dem semi-transparent mischen, würde man von der Farbe so gut wie gar nichts sehen. Also wenn man mit Farbe mischen will, sollte man immer weißes Latex verwenden. Und vorher wurden 2 Schichten von dem semi-transparent aufgetragen. Und dann kamen jetzt 2 Latexschichten, was mit der Farbe eingefärbt wurde. Das ist jetzt trocken. Hier gibt es jetzt noch einen letzten Arbeitsschritt zu tun. Und zwar ist es das Ganze jetzt anzumalen, farblich zu gestalten. Den einen Handschuh oder die eine Hand, die habe ich schon mal vorbereitet, damit ich euch das gleich im Vergleich zeigen kann. So sieht das Ganze nach dem Bemalen aus. Die Farbe ist jetzt noch nicht ganz trocken. Da habe ich als erstes einen Schwarzton aufgetragen und dann habe ich das Ganze anschließend im Dry Brushing mit weißen Akzenten versehen. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Ich habe mir in einer Schüssel so 200 Milliliter Wasser reingemacht und dann habe ich dem Wasser einen Esslöffel schwarze Farbe beigemischt. Ich verwende hier in dem Moment Abtönfarbe. Die ist abriebfest, weil man sie auch für Außenfassaden verwenden kann. Es kommt halt immer darauf an, wo die Dekoration nachher platziert werden soll. Meine Halloween-Deko, die kommen bei mir alle raus in den Vorgarten. Also wenn ich da Sachen irgendwie anmale, verwende ich immer wasserfeste Farbe. Die ganz einfache Acryl-Standardfarbe, die hält nicht lange, kommt Sonne dazu, es kommt Regen dazu und dann fängt das irgendwann an abzublättern. Da ist es schon besser, eine abriebfeste Farbe zu verwenden. Und das Ganze tragen wir jetzt mit einem Pinsel schön satt auf. So, dass alles schön schwarz ist. Für solche Arbeiten ziehe ich mir immer Handschuhe an. Was ich in dem Moment euch auch empfehlen würde. Dann nehme ich ein Zewa und tupfe das wieder ab. Mit dem Zewa wird das Grobe entfernt. Und jetzt nehme ich einen Schwamm und wische das noch mit dem Schwamm ab. Der Schwamm muss trocken sein. So, jetzt kann man den Farbunterschied schon erkennen. Und das ist das, was ich im Vorfeld erwähnt hatte. Wenn wir mit dem Pinsel das Latex schön satt auftragen und immer schön stupsen und nicht streichen, dann erzielen wir diese unterschiedlichen Effekte, also die Höhen und Tiefen. Und in diesen ganzen kleinen Rillen, da setzt sich jetzt die schwarze Farbe rein und das lässt das Ganze natürlich alt aussehen. Das lassen wir jetzt trocknen und dann geht es gleich weiter. Die Hände sind jetzt getrocknet. Das heißt, der eine, der ist jetzt fertig, von euch aus gesehen auf der rechten Seite. Ich versuche es mal in die Kamera zu halten, dass man das auch erkennen kann, was da an Dry Brushing, also ganz hauchdünn weiße Farbe aufgetragen wurde. Und hier bei dem, da ist jetzt unsere Schwarzlasur, die wir gemacht haben, die ist jetzt getrocknet, dass wir hier die weiße Farbe im Dry Brushing auftragen können. Das möchte ich jetzt machen. Dazu brauchen wir weiße Farbe. Braucht man nicht viel, nur so ein bisschen. Dann brauchen wir einen trockenen Pinsel. Ganz wenig Farbe, deswegen lege ich mir immer eine Pappe daneben, dass ich die Farbe, die zu viel dran ist, abstreichen kann. Und dann geht man einfach locker über das Objekt, was man anmalen möchte. Dadurch gibt man dem Ganzen noch ein paar Highlights. Das heißt, die Vertiefungen, wo sich die schwarze Farbe abgesetzt hat, die kommt noch besser zum Vorschein,
wenn man die höheren Stellen jetzt mit etwas Weiß noch benetzt. Das reicht. Das muss jetzt trocknen. Aber grundsätzlich ist es das jetzt gewesen. Das sind die ganzen Arbeitsschritte, die man benötigt, um so ein paar Hände zu basteln, die man dann verwenden kann, um sie an irgendeiner Halloween-Figur, Gestalt, Monster, was man auch immer haben möchte und ein paar Hände braucht, kann man die vorne vorstecken. Je nachdem, was es jetzt ist, zum Beispiel, ich habe ein Kürbismonster gemacht, da habe ich die Hände natürlich nicht so hell gestaltet, sondern ich habe die Finger etwas länger gemacht, indem ich den Schaumstoff etwas länger aufgeklebt habe, habe die dann sehr dunkel gehalten, in schwarz-grau mit Brauntönen, habe an den Fingerspitzen noch etwas rot gemacht, das soll dann das Blut darstellen. Also da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Das, was ihr euch vorstellt und für was ihr es verwenden möchtet, macht es einfach. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Es hat euch Spaß gemacht beim Zuschauen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Abonniert meinen Kanal. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten und so bleibt ihr auf dem Laufenden, wenn ich das nächste Video hochlade und es kostet ja kein Geld. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich habe mich gefreut, dass ihr mir ja zugeschaut habt und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.